Wer eine solche Kirchturmspitze in Auftrag gibt, braucht einen Metalldrücker. Ein Beruf, den kaum einer kennt, obwohl er Jahrhunderte alt ist. Und die Werkstücke, die er fertigt, sind für die Ewigkeit. Naja, fast. Der Anspruch an meine Arbeit ist ziemlich hoch. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das nur 2 oder 5 Jahre halten soll, sondern ich vermute, die hält so wieder gute 100, 150 Jahre. Das finde ich so ganz faszinierend. Und ich gebe anderen Generationen quasi was mit, wo die vielleicht mal später drüber grübeln und sagen, wie haben die das damals so hergestellt? So wie es mir heute mit den Objekten vor alter Zeit geht. Diese Kirchturmspitze oder Turmbekrönung, wie der Fachmann sagt, hat eindeutig schon bessere Tage gesehen. Kann sie noch gerettet werden oder muss sie ganz neu hergestellt werden? Da Metalldrücker und Restaurator Thomas Müller einer der wenigen in ganz Deutschland ist, der beides kann, liegt sie nun in seiner Werkstatt in Freiamt bei Freiburg. Sein Ziel ist immer, möglichst viel von der Originalsubstanz zu erhalten. Ich schaue mir dann das Objekt erstmal genau an, gucke, was sind für Schäden vorhanden, vielleicht auch welche Teile kann ich wiederverwenden. Aber das kann man erst entscheiden, wenn man das haptisch auch untersuchen kann, wenn man es anfassen kann. Da spürt man schon, wie stark ist das Material. Oder man kann optisch sehen, wie porös ist es. Wenn man jetzt so das Teil anguckt, dann sieht man schon, hier ist das Material gerissen, zum Teil durch Schwächung des Materials. Das Material ist inzwischen fast über 100 Jahre alt und dadurch wittert das ja auch mit der Zeit ab. Auch hier sieht man ganz deutlich, dass es den Ring abgerissen hat. Hier drunter kann man noch ein bisschen so Säurefraß sehen von den Lötwasserrückständen. Das frisst sich dann ein bisschen in das Material rein. Hier haben Leute drauf geschossen. Das sind Gewehreinschüsse, die halt dann je nachdem zu Brüchen, zu Durchschlägen, manchmal auch wieder zu Austritten führen. Bei den Krabben fehlte schon eine. Wir haben hier verschiedene Risse drin, weil aufgrund der ständigen Schwingungen, auch des Vogelanfluges, entstehen immer wieder Kräfte, wo dann halt langsam das Material einreißt und durchbricht. Bei der Wetterfahne ist es so, die dreht sich so gut wie nicht mehr, nicht so leicht, wie es gehen müsste. Ist auch hier abgerissen inzwischen. Ja, wenn wir die ganzen Schäden zusammennehmen, ist doch jedes Teil geschädigt und lässt sich nicht reparieren oder auch wiederverwenden. Und daraus ergibt sich, dass wir das Ganze neu anfertigen. Wir tun das in Anlehnung an das Original neu anfertigen und manche technischen Verbesserungen noch mit einarbeiten, um da auch eine Langlebigkeit zu erzielen. Das erste Teil, das er anfertigt, ist die große Ellipse in der Mitte der Kirchturmspitze. Dazu muss er ihre genauen Maße am Original kennen. Und dann geht Thomas Müller erstmal eine Runde Holz sägen. Obwohl an der fertigen Kirchturmspitze am Ende kein bisschen Holz dran sein wird, ist dies der erste Werkstoff, den ein Metalldrücker bearbeiten muss. Denn er muss sein Drückwerkzeug zur Umformung des Metalls selbst herstellen. In diesem Fall aus Buchenholz. Bei Metalldrücken ist es so, damit wir das Metall umformen können, brauchen wir eine Schablone darunter. Also ein kleines Holzmodell, was genau der Form des zu drückenden Teiles entspricht. Und deswegen fangen wir zuerst an, eine Holzplatte zuzuschneiden in Rohlinge, die dann verklebt werden und die wir dann zum Schluss drechseln mit der genauen Kontur.
Und dann kann man erst das Metall drauf formen. Für jedes runde Teil an der Kirchturmspitze macht Thomas Müller eine eigene Drückform. Ein letzter Blick, ob die Stärke für die Ellipse wirklich reicht. Das ist ein Purleim, damit erreiche ich beim Kleben eine hohe Festigkeit. Das muss richtig fest verklebt sein, damit nicht bei der schnellen Rotation die Holzteile auseinanderfallen. Deswegen auch richtig pressen, richtig vollflächig verkleben. Bevor er mit dem verleimten Rohling an die Drechselbank geht, muss sich Thomas mit Hilfe der Konturenlehre noch ein weiteres Hilfsmittel bauen, das er nur für dieses eine Teil benutzen kann. Das Handwerkliche, was mir einfach gefällt, dass ich mit meinen Händen was herstellen kann. Also ich nehme ganz, ganz wenig vorgefertigte Produkte, sondern das, was ich verwende, tue ich selber herstellen. Und das macht halt einfach Spaß, so zu merken, wie verhält sich das Material, wie kann ich das formen, was bekomme ich für Formen raus. Na, und einfach auch am Abend zu sehen, was habe ich heute geschafft. Manchmal auch gehen die Teile kaputt, ja, dann habe ich nichts geschafft, aber ich habe viel gelernt wieder. Und das, finde ich, macht Handwerk aus. Nicht nur immer Erfolg zu haben, sondern auch an Misserfolgen und auch an kaputten Teilen einfach zu lernen. Jetzt sind wir mit unserem Drückwerkzeug fertig. Die Kontur entspricht genau der Innenkontur von der Kugelhälfte. Die Kugelhälfte besteht aus 2 Teilen, so fertigen wir das auch. Und das Teil spanne ich jetzt als nächstes auf die Metalldrückbank oder in die Metalldrückbank ein. Und das dient als genaue Schablone, um das Zink dann umformen zu können. Also wir nehmen jetzt hier 1,5er Zinkblech. Das Original ist ja auch in Zink hergestellt worden und somit machen wir es baugleich nach.
Reißschere macht aus dem eckigen Blech eine runde Scheibe. Jetzt erst geht es endlich los mit dem Drücken. Dazu muss Thomas die Scheibe an der Drückbank genau mittig platzieren. Nicht ganz ohne. Man tut das ja unter laufender Maschine zentrieren. Da könnte es passieren, dass die Blechscheibe einfach mal rausfliegt. Deswegen steht man relativ seitlich zur Maschine. Passiert auch mal, dass dann die Blechscheibe durch die Werkstatt fliegt. Ich tue das Zink erwärmen, damit sich das leichter umformen lässt. Das mache ich so ungefähr bei 100, 120 Grad. Da ist es weicher und dadurch lässt sich es leichter umformen. Wann und von wem das Metalldrücken erfunden wurde, ist umstritten. Die Vorteile liegen aber auf der Hand. Es geht schneller als das Treiben von Metall, also das Umformen durch Hämmern. Und es ist spanlos. Das heißt, mit der Hebelrolle kann Thomas das Blech formen, ohne dass dabei Material abgetragen wird. Das nennt sich Wischer. Da ist Fett dran. Das brauche ich einmal, um immer wieder das Teil nachzufetten, damit die Reibung reduziert wird. Und zum Zweiten als Temperaturkontrolle, dass es nicht zu heiß wird. Das sehe ich daran, wenn dann so bläuliche Qualmwolken aufsteigen, dann wird es zu heiß. Und dann könnte es quasi zerfallen in sich. Drücken braucht schon viel Erfahrung. Beim Metalldrücken ist halt die Schwierigkeit allein durch die Rotation, dass man davor erstmal keine Angst hat. Und dann ist es einfach so das Gefühl auch fürs Werkzeug zu bekommen. Ich darf ja dann nicht zu stark drücken, dass ich es nicht so sehr ausziehe. Aber ich darf auch nicht zu wenig drücken. Also man muss spüren, was passiert mit dem Material. Ein erfahrener Metalldrücker spürt das auch. Also der merkt auch, wann lege ich auf der Form auf, tue ich jetzt das Material mehr strecken, tue ich es mehr stauchen. Und man lernt als Metalldrücker nie aus. Zum Schluss muss Thomas noch ein bisschen die Oberfläche mit dem Polierstahl nachbearbeiten. Das ist ein Gurt. Mit dem Gurt kann ich besser mich ausbalancieren und die Kraft besser aufs Material übertragen. Wenn du das siehst, stehe ich ja zum Teil nur auf einem Bein. Damit ich genug Kraft habe, um das Material hier noch mal zu glätten, beziehungsweise ja, damit ich nicht wegrutsche, mich besser auszubalancieren. Jetzt müssen wir es erstmal abstechen. Also das Material ist quasi zipflig geworden und das wird jetzt rund gestochen. Tada! Fertig. Naja, noch nicht ganz.
Die beiden Kugelhälften müssen noch zusammengedrückt werden. Jetzt sieht man hier, dass die zwei Hälften habe ich zusammengedrückt. Bei der alten Kugelhälfte hat man hier eine Lötnaht gehabt, aber durchs Löten hat man Lötwasserrückstände. Man tut die Lötnaht verschleifen, dadurch wird das Material dünner. Und beim Zusammendrücken bleibt die Materialstärke erhalten. Man hat sogar die doppelte Materialstärke, jetzt hier 3 mm. Das ist auch genauso wasserdicht und es ist eine kraftschlüssige Verbindung. Die Kugel ist ja dann in einer sehr hohen Höhe, also in einer exponierten Lage. Da ist sie ständig Regen, Sturm, Hagel. Bei dem Regen haben wir auch immer Sandkörner mit dabei. Das heißt, es wirkt eigentlich auch immer wie ein Sandstrahlgebläse auf die Teile, auf die Oberfläche, wo man ja auch einen Materialabtrag hat. Und daher arbeite ich lieber mit stärkerem Material. Mein Ziel ist, dass man in 80 bis 100 Jahren da eventuell mal wieder eine Reparatur oder eine Nachfertigung macht. Dann wahrscheinlich nicht du. Ich nicht mehr. Ich schaue dann von oben zu. Ja. Jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Thomas Müller kommt eigentlich aus Sachsen. Der Liebe wegen ist er vor einigen Jahren in den Schwarzwald umgezogen und hat hier eine Familie gegründet. Metalldrücker ist er schon in der 3. Generation. Das ist mein Opa, der an der Drückbank steht, wo ich heute noch dran arbeite. Da hat er schon seine 40 Jahre dran gestanden, bestimmt. Mein Opa hat eher für die Industrie gearbeitet und hat kleine Serien gefertigt, das, was heute Automaten und Maschinen machen. Und dazu gehören so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass halt Milchkannen gedrückt wurden oder die Radkappen wurden gedrückt, ja, die Lampenringe bei den Autos. Also alles, was rund ist, wurde gedrückt. Kochtöpfe, Kupfergeschirr und Ähnliches. Das waren halt Gegenstände, die halt ein Metalldrücker hergestellt hat. Ich habe vom Prinzip her so eine Nische gefunden. Ne? Das heißt, die Kirchturmspitzen, das sind alles Unikate, das sind Einzelstücke. Und da ist das Metalldrücken wieder eine sehr kostengünstige Variante, um das anzufertigen. Da hätte die Industrie mit einem Drückautomaten einen viel zu hohen Aufwand, viel zu hohe Kosten, ne? Dass sie das herstellen könnte, weil das ja auch immer Einzelstücke sind. Ich nehme jetzt die Maße, den oberen Durchmesser und den unteren Durchmesser von diesem Schaft und die Länge dazu, damit wir das als nächstes fertigen können.
Auch hier überträgt Thomas die Maße erstmal auf ein Zwischenmedium. Jetzt haben wir hier den oberen und den unteren Durchmesser angezeichnet, dazu auch die Höhe. Wenn man das jetzt zusammenfügt, sieht man schon, dass es dann mal den Kegel oder den Schaft ergibt. Mit der Rundwalze bringt Thomas den Schaft in seine Form. Also ich finde Metall total spannend, weil es mit eines der ältesten Werkstoffe ist, mit der der Menschheit überhaupt umgeht. Wir hatten die Steinzeit und dann ging es eigentlich mit Bronze, Eisenzeit los. Und eigentlich hat man da so viele Objekte, so viele Sachen, wo man sagen muss, boah, das fasziniert einen. Das ist so umfangreich und man ist so ein ganz kleines Stück davon. Ich habe zum Teil Objekte in der Hand, die über 200 Jahre alt sind und noch älter. Und da habe ich immer auch eine gewisse Ehrfurcht davor und einen gewissen Respekt, dann so ein bisschen das zu fühlen, was die Leute damals auch hergestellt haben. Jetzt mache ich hier den unteren Schaft und die Besonderheit ist daran, dass der von viereckig auf rund geht. Das heißt, wir haben hier einen eckigen, quadratischen Querschnitt und hier oben haben wir einen runden Querschnitt.
An der Kantbank braucht er jetzt 4 Hände und 4 Augen. Tochter Timea springt ein. So, Timea, du hältst jetzt hier unten an dem Punkt. Ja. Die Spitze. Ja, pass auf deine Finger auf. Achtung, ich mach zu. So. Vorsicht, die Wange kommt vor. So. Jetzt hältst du wieder an dem Punkt fest. Ich gehe einen Punkt weiter. Jetzt machen wir quasi 40 Kantungen bei dem Blech. Quasi von einem Viereck hat das oben dann mal 40 Ecken. Ist es auf dem Strich? Warte, nein. Jetzt. Finger? Siehst du, wird schon schön rund hier oben. Weiter geht's. Nächste Ecke. Ist es? Jetzt? Finger? Siehst du, Timea? Jetzt müssen wir es dann noch ein bisschen richten und dann ist das hier das Viereck. Und auf dieser Seite ist es durch die vielen Kanten, sieht das optisch rund aus. Okay. Und jetzt kann ich das Ganze zusammenlöten. Echt cool. Ich habe jetzt den Schaft fertig gelötet und wie man sieht, ist er etwas länger gefertigt, aber in demselben Winkel. Ich habe das deswegen länger gemacht, weil ich brauchte unten eine längere Breite oder Schenkellänge, weil die alte Dachspitze hat gar nicht auf die Dacheindeckung gepasst. Die war viel zu klein und dann hat man, weil man sich nicht anders zu helfen wusste, einfach die Zierteile rausgebogen. Aber es hat dadurch auch Schäden gegeben, es war nicht regensicher und daher habe ich das einfach auch länger gefertigt. Man sieht das und wenn man es vergleicht, es ist derselbe Neigungswinkel, aber halt etwas größer und jetzt kann das besser über die Dachfirsten drüber stehen. Als nächstes kommen die Blattornamente dran. Der Fachmann nennt sie Krabben. Hierfür hat Thomas extra eine Metallform angefertigt. Wie er das genau gemacht hat, das bleibt allerdings sein Betriebsgeheimnis. Wir hatten ja eine abgebrochene Krabbe und damit ich die Krabbenhälfte bekomme, habe ich die Krabbe auseinandergelötet und habe mir dann von dieser Hälfte eine Metallform hergestellt. Damit kann ich halt gewährleisten, dass jede Krabbenhälfte gleich wird. Ich auch gleich wieder weiß, dass die zusammenpassen, weil ich ja genau das Original, was schon zusammengepasst hat, abgeformt habe. Und ich gewährleiste halt auch dadurch, dass die 4 Krabben auch gleiche aussehen. Ansonsten, wenn man frei arbeiten würde, wäre das dann schwieriger, wirklich 4 gleiche Krabben oder auch Krabbenhälften herzustellen.
Die Herausforderung ist halt, durch Metall treiben, also durch die Hammerschläge, das Material in die Form zu bringen und dabei trotzdem darauf zu achten, dass man das Material nicht zu sehr ausstreckt, dass man durchbricht, dass es zu dünn wird und die Materialspannung wieder rauszubekommen, dass es die Form bekommt. Sieht vielleicht leicht aus, aber das ist mit viel Gefühl verbunden. Also man kann da nicht einfach wahllos, sage ich mal, drauf rumhämmern und drauf rumschlagen und ganz viel Kraft und versuchen, das schnell zu machen, sondern das sind schon alles überlegte und gezielte Schläge. Ich punziere jetzt gerade die Kontur nach. Das sieht man hier beim Alten auch sehr schön, dass die Kante noch etwas schärfer wieder rausgestellt wird. Das mache ich mit dem Punzen, nennt man dieses Werkzeug. Ich gieße jetzt die Form mit Treibpech aus, damit ich von der Gegenseite die Kontur auch noch mal nacharbeiten kann. Wieso muss es dafür ausgegossen werden? Sonst wäre es ja in der Luft, würde ich ja gegen die Luft schlagen. Da würde sich ja das Blech frei verformen. Und so habe ich immer einen, ich sag mal, wie eine Art Anschlag, wo ich dagegen hämmere. Treibpech ist ein uraltes Hilfsmittel in der Metallverarbeitung. Es gibt Rezepte, die aus dem 12. Jahrhundert überliefert sind. Meistens besteht es aus einer Mischung aus Pech und Ziegelmehl sowie Terpentin oder Talg. Sobald es abgekühlt ist, härtet es aus. Ich habe jetzt die Kontur hier nachpunziert. Die ist etwas scharfkantiger als beim Original. Aber beim Original war die früher auch so scharfkantig, aber durch die Abwitterung ist sie etwas reduziert. Und jetzt sieht man wieder ganz deutlich, dass dann so das schöne Licht- und Schattenspiel wieder zutage kommt. Nachdem er das Treibpech wieder ausgeschmolzen hat, schneidet er die Krabbenhälfte mit der Blechschere aus. So, wenn wir das jetzt hier fertig geheftet haben,
Dann tun wir es von innen durchlöten, müssen es noch mal kurz durchrichten, dass das auch eine schöne gerade Linie dann ergibt. Beim Zusammenlöten der Krabben braucht Thomas wieder 4 Hände. Dieses Mal springt seine Frau Anne ein. Ja, gut. Jetzt gucken wir dann, wie wir es hier oben weitermachen. Halt mal hier gegen. Du kennst doch den Spruch, strecken, stauchen, löten, hilft dem Meister aus allen Nöten. Das kanntest du dir noch nicht? Nee. Gut, jetzt kennst du. Hast du es von innen löten? Ich tue das von innen löten. Sonst tun wir draußen so viel Material abschleifen. Und wir wollen ja Material erhalten. So, ist gut. Ist es verdreht? Das ist nämlich gerade. Passt. Das ist krass. Also ich versuche bei so einem Nachbau, mich in den Handwerker reinzuversetzen. Welche Möglichkeiten hat er? Das sieht man jetzt hier bei der Wetterfahne. Er hat die Teile nicht geschmiedet, er hat sie nur ausgesägt. Vielleicht hat er nicht die Möglichkeit gehabt, das zu schmieden. Und ich versuche einfach, das, was mir vorgegeben ist, eventuell mit meinen Fertigkeiten, mit meinen Möglichkeiten noch ein Stück zu verbessern, um das eventuell auch langlebiger zu machen. Aber trotzdem mit dem Anspruch, dass es optisch gleich wirkt oder ähnlich. Handwerk ist so vielseitig, das macht mir Freude. Da muss ich sagen, ist für mich manchmal Geld auch zweitrangig. Sondern es muss Spaß machen. Und deswegen kann ich da nur jungen Leuten dazu raten, macht das, was Spaß macht, beziehungsweise macht Handwerk, weil Handwerk macht Spaß. Da kann man nur lernen und was mitnehmen. Das wird jetzt angestrichen, damit es wieder die alte schmiedeeiserne Optik hat. Das ist ein Schmiedelack. Normal bräuchte man das auch gar nicht zu streichen, weil Edelstahl, was ich hier verwende, das rostet ja nicht. Aber dann setzt sich das alles besser ab von dem Zink. Und ansonsten wäre das auch, wenn man das am Turm durch die Entfernung betrachten würde, wäre das nur ein heller Fleck. Und so hat man jetzt einen gewissen Farbkontrast bei dem Ganzen dabei und erkennt die Wetterfahnenform besser. Und dann, nach etwa 14 Tagen Arbeit, ist das Werk endlich vollbracht. Alle Teile für die neue Kirchturmspitze sind gedrückt, geschmiedet, getrieben, gelötet und zusammengeschweißt. Ja, ich denke, es sieht schön aus. Mir gefallen vor allen Dingen auch die Krabben, dass auch bei den Blättern richtig schönes Licht- und Schattenspiel haben, dass man da wieder schön Struktur erkennt,
Das wird jetzt noch einige Zeit dann auch so bleiben, aber dann wird das wieder langsam verschwinden, wenn es mattgrau wird. Ich bin auch schon stolz drauf, dass wir auch die Materialstärke gut erhalten konnten. Ja, und die Turmbekrönung insgesamt so eine schöne, schlanke, kleine Kirchturmbekrönung ist, die finde ich sehr schnucklig. Ich hinterlasse so eine kleine Geschichtsspur. Und das wird ja auch dokumentiert, wer hat das mal hergestellt. Und ich finde es einfach schön, so durch Deutschland zu fahren und zu wissen, da habe ich mal eine Turmbekrönung gemacht und da war ich schon. Und auch zu erfahren, wie schön unsere Landschaft ist. Also das finde ich total fetzig. Aber das Schöne ist eigentlich schon ich gebe so ein kleines Stück von mir in die Zukunft, wo sich andere dran erfreuen, was nichts Alltägliches ist. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.